Heute und jetzt gleich im Anschluss in der Predigt haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und wir haben einen Rabbi aus Israel eingeladen, hier zu uns zu reden. Und mitverantwortlich dafür ist der Tobi. Und Tobi, deswegen komm doch mal zu mir und verrat uns doch mal, warum hast du den Shmuel Bowman eingeladen zu uns? Ja, vor 2 Jahren habe ich den Rabbi Shmuel kennengelernt. Das war Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen. Und es ist so, wer mich schon länger kennt, weiß, dass die hebräischen Wurzeln mir sehr wichtig sind. Und wenn du die Bibel anguckst, ich habe dir mal hier markiert, das ist das Neue Testament und das ist das Alte Testament. Mit dem Teil können viele Christen nichts anfangen, wissen nicht, mit dem umzugehen und versuchen es wegzuschieben oder sagen, es hat sich aufgelöst. Ich habe gemerkt, dass ich mit dem Rabbi Shmuel, der die Tora studiert seit vielen Generationen vorher schon, eine viel größere Schnittmenge interessanterweise mit Gottes Wesen habe als mit vielen Christen. Wer ist Gott? Wie ist er? Wenn ich das alles, das gesamte Buch nehme und ich kann von ihm sehr, sehr viel lernen, weil das ist der Teil, wo wir viele Fragen haben und deswegen habe ich mich entschieden, eine Weltpremiere zu machen. Zum ersten Mal kein Pastor auf dieser Bühne, kein Christ auf der Bühne, ein Jude auf unserer Bühne, wo ich sehr dankbar bin. Rabbi Shmuel, dass du heute da bist, dass du uns von deinem Herzen erzählen wirst und uns mit reinnehmen wirst. Und deswegen nach dem Trailer, lass uns ihn mit einem tobenden Applaus aus Münchner gute Gastfreundschaft gleich begrüßen nach diesem Trailer. Hey. Shalom. I can talk in Hebrew. Ich könnte auch Hebräisch reden heute. Please don't do that. Not yet. Almost. It is wonderful to be here. This is an absolutely magnificent place. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Es ist einfach ein großartiger Ort. And I have to tell you, this morning, when I first got here, I was surprised. Also ich muss sagen, als ich heute Morgen hier angekommen bin, da war ich überrascht. I don't know if you've seen what this place looks like just before the first service. Ich weiß nicht, ob ihr je gesehen habt, wie es hier aussieht, bevor wir die erste Celebration starten. But we have an expression in Hebrew, if you can destroy it, you can rebuild it. Aber wir sagen auf Hebräisch, wenn du etwas zerstören kannst, dann kannst du es auch wieder aufbauen. And this place is truly rebuilt, so it's wonderful. Und das wird definitiv wieder aufgebaut hier. Also wirklich wunderbar. I'd like to actually begin by introducing myself a little bit more and tell you 2 of my most important passions. Ich möchte am Anfang mich selbst ein bisschen vorstellen und von meinen 2 wichtigsten Leidenschaften erzählen. So the first one is has to do with bomb shelters. Let's take a look. There we are. Bei der ersten Leidenschaft geht es um Luftschutzbunker. So you know, God has a sense of humor. Also Gott hat Humor. Takes a rabbi and turns him into a bomb shelter person. Er nimmt einen Rabbi und er macht einen Luftschutzraumperson daraus. 16 years ago, when we started Operation Lifeshield, I didn't know anything about concrete and steel. Vor 16 Jahren, als wir Operation Lifeshield gestartet haben, da hatte ich keine Ahnung von Beton und von Stahl. But we did respond during the Second Lebanon War in 2006 by placing hundreds and hundreds of bunkerim, of bomb shelters in Israel. Aber im zweiten Libanon-Krieg 2006 haben wir angefangen, über 100 solche Luftschutzräume in Israel zu bauen. We're a charitable non-government organization, an NGO, that does one simple thing, save lives. Und wir sind eine wohltätige NGO und wir machen eine einfache Sache. Wir retten Leben. And we protect Israelis from rocket attacks from Gaza and from Lebanon. Und wir beschützen Israelis vor Raketenangriffen aus dem Gazastreifen und vom Libanon. And I need to be very clear, and that is that the people that we are protecting is without boundaries in terms of religion or culture. Und ich möchte sagen, dass wir beschützen jeden, egal von welcher Kultur oder von welcher Religion er kommt. Our shelters are for Jews, they're for Christians, they're for Muslims. Unsere Luftschutzräume sind für Muslime, für Juden, für Christen. We place shelters in Bedouin villages and for pilgrims as well as for foreign workers from Thailand. Und wir bauen sie auch für Beduinen oder für Arbeiter aus Thailand. So my other passion, let's take a look at the other slide.
Wir haben noch ein zweites Slide, das ist meine zweite Leidenschaft. I don't know if you can see exactly what's going on, but that's me looking at a Torah scroll. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das bin ich, wie ich eine Tora-Schriftrolle anschaue. And that's because I'm a Torah schreiber, I'm a Torah scribe. Weil ich mache das, weil ich ein Tora-Schreiber bin. And we have had Torah scribes in my family going back generations and generations and generations. Und schon seit vielen Generationen gibt es in meiner Familie solche Tora-Schreiber. We have been responsible for transmitting the word of God correctly from generation to generation so that you can read it authentically in German. Und wir haben die Tora überliefert über Generationen, sodass du sie heute lesen kannst. And one of my favorite things to do is to restore and repair old Torah scrolls. Und was ich am liebsten tue, ist, alte Tora-Schriftrollen zu restaurieren und wiederherzustellen. And the one you see in this picture survived the Holocaust. Und diese Tora-Rolle, die du hier siehst, die hat den Holocaust überlebt. And I am the fifth Torah scribe to work on this Torah scroll. We don't know what happened to the other four. Ich bin der 5. Tora-Schreiber, der an dieser Tora arbeitet, und wir wissen nicht, was mit den anderen passiert ist. So it's a great honor to be able to be working on such a holy object. Also es ist eine sehr große Ehre, an so einem heiligen Objekt zu arbeiten. Okay, so today we've got a little bit of work to do in the short time that we have together. Heute haben wir wenig Zeit und viel Arbeit. We are looking at the roots of faith. Wir schauen uns die Wurzeln des Glaubens an. And I'm very interested, now you know, with Hebrew letters. Und jetzt wisst ihr das über mich. Ich liebe die hebräischen Buchstaben und die interessieren mich sehr. And I think you'll agree, in order for us to understand what the Word of God is, we need to go back to the Hebrew. Und ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, dass um das Wort Gottes besser zu verstehen, müssen wir zu den hebräischen Wurzeln zurück. Right? That's the language that the Bible was given in, right? Weil die Bibel wurde in Hebräisch gegeben. That's the local language in heaven. Und das ist auch die Sprache im Himmel. We'll all be speaking Hebrew one day. Eines Tages werden wir alle Alright. Hebräisch sprechen. Okay, absolutely, yeah. So let's begin. Let's take a look. I just want to look at a couple of examples in the short time we have. Also ich möchte einfach nur ein paar Beispiele anschauen in dieser kurzen Zeit, die wir zusammen haben. Because really, we could spend all day together, Weil um ehrlich zu sein, könnten wir den ganzen Tag zusammen which verbringen. would be fine with me too. Da hätte ich auch richtig Lust drauf. Let's take a look at the first thing. I want to talk about the concept, the word blessing, Segen. Segen? Segen. Segen. Als erstes möchten wir das Prinzip des Segens anschauen. Let's take a look at that first slide. Lass uns die erste Slide anschauen. Now, let's take a look. We're looking at the English blessing. The German, is that how you spell Segen? Ja. Segen, very good. Also wir sehen hier das englische Blessing und das deutsche Segen. And on the other side, you see the word in Hebrew, how it's spelled bracha. Let's hear you say bracha. Und auf der anderen Seite seht ihr Bracha in Hebräisch. Perfect. Now, you know, I don't really know what blessing actually means in English. Also ich weiß gar nicht, was Segen eigentlich bedeutet. However, I know in Hebrew the word bracha means something very, very important. Aber ich weiß, dass im Hebräischen Bracha etwas sehr, sehr Wichtiges bedeutet. And the word bracha is going to help me understand what blessing means in English and what Segen means in German. Und das Wort Bracha wird mir helfen, zu verstehen, was Blessing oder Segen bedeutet. And so therefore, let's take a look at what that means. Also lass uns das mal genauer anschauen. These are the hills of Judea. Das sind die Hügel von Judäa. This is actually where I live. Da lebe ich. This is the area of Jerusalem and Hebron, Das ist die Hebron-Ebene oder um Jerusalem herum. of Beit El, Eli. Beth-El, Eli. This is the main Platz of the Bible. Das ist der Hauptspielort der Bibel. So what you're looking at are farms. Ihr seht hier Farmen, also Bauernhöfe, Landwirtschaft. And because it's in the hills, it has to be what's called terrace farming, terraces. Und weil das auf einem Hügel ist, haben die da so Terrassen gebaut. Okay, very nice. But I have a problem.
Das sieht ja schon mal ganz gut aus, aber ich habe ein Problem. My problem is, how do I get to the water in order to plant in my field? Das Problem ist, wie komme ich zu dem Wasser, damit ich mein Feld bepflanzen kann? Next slide, please. So there's my field. Lovely. Also das ist jetzt mein Feld, super schön. But the water is somewhere else. Aber das Wasser ist an einem anderen Ort. Now, bracha in modern Hebrew, brecha, can you hear the word brecha coming from bracha? Also im modernen Hebräisch, da gibt es das Wort brecha, das kommt von bracha. So that means a swimming pool. Das heißt Swimmingpool. So that doesn't help us at all. Das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. However, and that's how you have to say it. However, Also trotzdem, so muss man das sagen. next slide. However, the water is coming from a spring. Aber das Wasser kommt aus einer Quelle. And you can even go swimming in the spring. Da kann man sogar schwimmen gehen in dieser Quelle. This water is coming from deep, deep, deep inside the hills. Und dieses Wasser kommt aus der Tiefe des Hügels. And it's usually in a very rocky place that's not good for having your field. Und da, wo es dieses Wasser gibt, da gibt es normalerweise ganz viele Felsen. Und das ist kein guter Ort, um ein Feld zu haben. So I have a problem. My spring is over here. Also ich habe ein Problem, weil meine Quelle ist da And drüben. my farm is over here. Und meine Farm ist da drüben. And I can't build my farm where my spring is. Und ich kann meine Farm nicht da bauen, wo meine Quelle ist. I need to do something to bring the water from the spring to my field. Also ich muss irgendetwas machen, damit mein Wasser auf mein Feld kommt. So what are we going to do? Next slide, please. Was machen wir? We have a water channel. Wir haben einen Wasserkanal. This is an actual water channel Das ist also ein Wasserlauf. that was built about 2,000 years ago. Der ist 2000 Jahre alt. But we use the same kind of water channels even today. Aber diese Wasserläufe bauen wir heute noch. And this in biblical Hebrew is called a brecha. Und im biblischen Hebräisch nennt man das Brecha. Remember, a swimming pool is a brecha also. Erinnere dich daran, dass auch ein Pool Brecha heißt. But that's not helpful for us. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht. But the word brecha and bracha sound very, very similar, right? Aber die beiden Worte Brecha und Bracha klingen sehr ähnlich, richtig? And that's exactly what a bracha is. A bracha is a channel between the source of life and the actualization of my life. Und genau das ist Bracha. Es ist ein Kanal zwischen der Quelle des Lebens und dem, wo das Leben wirklich stattfindet. And that's really, really important because without this information, I can guess what a blessing is. Und es ist so wichtig, weil ohne diese Information, da kann ich zwar vermuten, was Segen bedeutet, But when God tells Abraham that he has the authority to bless others, aber wenn Gott Abraham sagt, dass er die Autorität hat, andere zu segnen, and that's the very first time that we learn that we can bless others, und das ist die erste Stelle, an der wir lesen, dass wir andere segnen können, because before that, Adam and Eve aren't blessing anybody, weil davor Adam und Eva, die haben keinen Segen gesprochen über irgendjemandem. and God blessed Noah, but he's not blessing anybody either. Und Gott hat Noah gesegnet, aber er hat niemanden gesegnet. The very first time we learn of anybody who can bless anybody else is through Abraham. Abraham ist der Erste, von dem wir hören, dass er andere segnen kann. And therefore that gives us the authority to bless anybody that we want, Und dadurch haben auch wir die Autorität, alle zu segnen, die wir möchten. including ourselves. Auch uns selbst. And therefore we now understand through the idea of brecha, that it is a channel, literally, between that which provides us with life, but we can't be there, and the place where we must do our living. Und so verstehen wir, dass Brecha oder Bracha bedeutet, dass wir einen Kanal haben von dem, wo das Leben herkommt. Da können wir aber nicht sein, und unserem Leben hier. So just want to take a moment, and if you have, with that information in your mind, Und lass uns einfach einen Moment nehmen, jetzt wo du diese Information hast. and I just want you to have a chance to just take a moment and think about anybody in your life
in your family, in your friends, the people you work with. Und nimm dir einfach einen Moment und denk an die Menschen in deinem Leben, die Menschen, mit denen du arbeitest, deine Familie, deine Freunde. And this includes anybody who's watching live stream. Und das gilt auch für die, die den Livestream anschauen. You have this power to literally tap into the source of all life, God. Du hast die Möglichkeit und die Kraft, wirklich diese Quelle des Lebens anzuzapfen. And like that water channel, send it to exactly where it needs to go. Und wie bei diesem Wasserkanal dieses Leben weiterzugeben, dahin, wo es hin soll. It may be for health, it may be for your work. Vielleicht für Gesundheit oder für deine Arbeit. It may be for a member of your family that's having some trouble. Vielleicht auch ein Familienmitglied, das Probleme hat. It may be for your country. Oder dein Land. Whatever it happens to be, we have the power of channeling. Was auch immer es ist, wir haben die Möglichkeit, das so zu kanalisieren, so weiterzuschicken. So just take a moment. We'll just take literally a few seconds and just be in that space. Also lasst uns wirklich diese Sekunden nehmen. Can we have the next slide, please? Lass uns die nächste Slide anschauen. So I want, with the spirit of that bracha, I want to move to the next concept. Also mit diesem Geist von Bracha möchte ich jetzt das nächste Prinzip anschauen. Has anybody here heard of the word Shabbat? Kennt jemand das Wort Shabbat? Ah, fantastic. And in English we call it Sabbath. In Englisch sagen wir Sabbath, How's wir it sagen called? Sabbat. And how is it called in German? Sabbat. Sabbath, okay. Again, do I really understand what that means? Und wieder kann ich mich fragen, verstehe ich eigentlich wirklich, was das bedeutet? Maybe yes, maybe no, but we need to go back to the Hebrew to really get it. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber wir müssen wirklich zurück zum Hebräischen gehen, um es wirklich zu verstehen. Now, Hebrew is built always on root letters. Also das Hebräische baut immer auf so Wurzelbuchstaben And we auf. actually call them root letters. Und so nennen wir sie auch. And in this case, I have put a purple square around the root letters for Shabbat. Und hier habe ich also einen lila Kasten um diese Wurzelbuchstaben gemalt. Okay, now how many of you were in my workshop today? Wer hat heute meinen Workshop besucht? Okay, so you all know Hebrew very well. Ihr kennt also jetzt Hebräisch sehr gut. For everybody else, you don't need to know Hebrew. Just take a look at those two letters. Those two letters are Shin and Bet. Für die anderen, ihr müsst jetzt Hebräisch nicht besonders gut können, aber schaut euch diese zwei Buchstaben an, Shin und Bet. And in Hebrew, we read from right to left. Und im Hebräischen lesen wir von rechts nach links. And therefore, those two letters sound like the word shav or shab. Und deswegen klingen diese beiden Buchstaben wie Chef oder Shab. And therefore, Shabbat has shab as its root letters. Und deswegen hat Shabbat dieses Shab als seine Wurzel. But that still doesn't help me until we look at the root letters themselves, the shin and the bet, as we see in the second, which I wrote, sitzen. Also wir müssen uns das zweite trotzdem anschauen, diese Ursprungsbuchstaben. Which in English means sit. Und da steht sitzen, auf Englisch sit. But sitting really isn't enough of a definition for us. Aber sitzen reicht auch nicht aus, um das richtig gut zu definieren. Because the word is much more than sitting on a chair for a short period of time. Weil dieses Wort bedeutet sehr viel mehr, als jetzt nur kurz auf einem Stuhl zu sitzen. Shev, or shav, is to sit and not really plan on going anywhere for a long time. Chef heißt, dass man sich hinsetzt und jetzt nicht den Plan hat, gleich wieder aufzustehen, sondern da länger zu sitzen. It's a chance to really sink in and go very deep. Und es ist diese Möglichkeit, wirklich tief zu gehen und wirklich, tief zu gehen. It's a chance to figure out who I really am. Und herauszufinden, wer ich wirklich bin. It's a chance to ask the serious important questions that I sometimes miss. Und es ist die Möglichkeit, diese wichtigen Fragen zu stellen, die ich manchmal verpasse. It's a time to be quiet with myself so that I can hear God's voice. Und es ist eine Zeit, wo ich leise sein kann und einfach Gottes Stimme hören kann. So that means, therefore, that Shabbat isn't just about going to sleep. Und das bedeutet, dass es beim Schabbat nicht einfach nur darum geht, zu schlafen. When we call Shabbat a day of rest, it's not about going into a coma.
Wenn wir den Sabbat als Ruhetag bezeichnen, dann heißt es nicht, dass wir irgendwie komatös vor uns hinleben. It's not about pulling out, it's about plugging in. Heißt nicht abzuschalten, sondern einzuschalten. So Shabbat, therefore, is a chance to really ask those important questions and be with the people I really need to be with. Also am Schabbat, da haben wir die Möglichkeit, diese wichtigen Fragen zu stellen und mit den Menschen zu sein, mit denen ich sein muss. So now let's look at another word before we circle back around. Lass uns noch ein Wort anschauen, bevor wir wieder zurückkommen. The third word here, I wrote it as yeshiva. Und das dritte Wort hier, ich habe Yeshiva hingeschrieben. But yeshiva is a house of Torah study. Also Yeshiva ist ein Haus, in dem man die Torah studiert. And again, you can see the purple squares around the letter Shin and Vet. Ihr seht wieder diese Kreise oder diese Quadrate Shin und Bet. The root words for house of study. Und das ist das Ursprungswort für dieses Haus, in dem man die Torah studiert. Because when I'm studying the Bible, when I'm studying the Torah, it's not something that I can do while standing up and running from place to place. Weil wenn ich die Bibel studiere, dann kann ich das nicht tun, während ich stehe und irgendwie von Ort zu Ort hetze. It's true, we have apps and I have a great app that has the Bible on it. Ja, wir haben Apps und ich habe eine richtig gute App, wo ich die Bibel habe. But if I really want to hear the word of God, I need to settle down and sit quietly. Aber wenn ich wirklich das Wort Gottes hören möchte, dann muss ich mich hinsetzen und einfach in Ruhe studieren. I need to be in a place where I can engage in discussion with another person or other people. Und ich muss darüber diskutieren mit einer anderen Person oder mit verschiedenen Menschen. And that the people around me know that I'm not rushing off very soon. Und diese Menschen müssen wissen, dass ich jetzt nicht gleich wieder wegrenne. Because again, I need to be in a place of shev in order to listen very closely. Also ich muss eben an diesem Ort des Chefs sein, um richtig nachzuhören, So hinzuhören. let's take a look at an example. Next slide, please. Lass uns mal ein Beispiel anschauen. And we have a very, very powerful word here coming from Genesis 18, verses 1 through 2. Und wir haben hier eine sehr kraftvolle Stelle im 1. Mose 18, 1 und 2. Let's understand the background to the story first. Lass uns erstmal den Hintergrund dieser Geschichte anschauen. Abraham has been told by God that a covenant between God and Abraham and him will take place. Gott hatte Abraham gesagt, dass er einen Bund schließen möchte zwischen ihm und Abraham. And it takes place in the form of circumcision. Und dieser Bund, der wurde geschlossen durch die Beschneidung. In a sense, he has done surgery on himself. Also hat er sich selbst operiert. And apparently, for anybody who's gone through surgery, they know that the most painful time is not immediately after, and sometimes not even the first day, but sometimes the second or third day after an operation can be the most painful. Und jeder, der schon mal eine OP hatte, der weiß, dass die größten Schmerzen vielleicht nicht direkt am Tag nach der Operation kommen, sondern so am 2. oder 3. Tag, nachdem die Operation stattgefunden hat. I can tell you from a personal experience, I had my left arm reattached. Ich kann aus eigener Erfahrung das sagen, weil ich habe mein linker Arm wurde wieder angenäht. So I have lots of bolts and steel and things going on here. Also ich habe da ganz viele so Nägel drin. And right after the surgery, the doctor asked me if I was okay, and like an idiot, I said yes. Und direkt nach der OP hat der Arzt mich gefragt, ob es mir gut geht, und ich war ein bisschen ein Idiot und habe ja gesagt. He was not around 3 days later. Weil 3 Tage später, da war er gar nicht mehr da. That's when we really needed the drugs. Aber das ist, wo ich die Medikamente wirklich gebraucht hätte. So, okay, if anyone's been through that, they can relate. So there's Abraham. Also wir haben Abraham hier. And I'll read it in Hebrew. Ich werde es auf Hebräisch lesen. V'ra elav Adonai b'alein mamre v'hu yoshev. Hey, does anyone recognize the word yoshev? Hat jetzt jemand hier das Wort Yeshev gehört? Petach ha'ohel kocham hayom. I'll just finish in the Hebrew and then we'll do the German. V'yisa enav v'yara v'hinei shlosha nashim nitzavim elav. Doesn't Hebrew sound great? Hört sich Hebräisch nicht wunderschön an? V'yara v'yaratz l'kratem bepetach ha'ohel v'yishtachavu arza. Let's hear it in the German. Und Jehova erschien ihm bei den Terebinden Mamres, und er saß an dem Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages.
Und er hob seine Augen auf und sah. Und siehe, 3 Männer standen vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von dem Eingang des Zeltes und beugte sich nieder zur Erde. Fantastic. Let's go to the next slide. Lass uns die nächste Slide anschauen. Okay, here's the Hebrew. I'm sure you can all read this now. Also ihr könnt jetzt bestimmt das alles schon lesen. Hier steht es in Hebräisch. Just kidding. Ich mache nur Witze. But this is what we just read in the Hebrew. And we need to look at a few important concepts. The first one is the purple square. Das ist also jetzt der hebräische Text und wir müssen uns ein paar Prinzipien anschauen. Hier, lass uns zuerst auf dieses lila Rechteck schauen. Because the first thing that we need to understand is that Abraham on the third day could have been sleeping in the shade inside, deep inside the tent, having a nice rest. Was wir uns vorstellen könnten, ist, dass Abraham an diesem 3. Tag nach dieser OP auch ganz im hintersten Teil des Zeltes, da wo es richtig schön kühl und schattig ist, sich hingelegt haben könnte und sich ausruhte. And if he was going to be outside, he could have done it either in the early morning or late at night. Und wenn er schon draußen sein muss, dann hätte er es entweder am Anfang des Tages oder spät in der Nacht gemacht. But Abraham chooses to sit petach ha'ohel at the entrance of the tent at the heat of the day. Aber Abraham entscheidet sich, am Eingang des Zeltes zu sitzen bei der Hitze des Tages. Some people say this is because he's waiting for guests to come. Manche sagen, er sitzt da, weil er auf Gäste wartet. But the important word here is the word yoshev. There it is in the purple square. Aber das wichtige Wort hier ist Yoshev, das ihr hier in diesem lila Rechteck seht. Which we all know has the root word of shin and vet, shev. Und nun wissen wir, dass das den Ursprung hat von Shin und Bet, Shev. Which means to sit and not move, right? Das bedeutet zu sitzen und sich nicht zu bewegen. And he's in a place where he's sitting and really trying to hear God's word. Und er sitzt da und er will wirklich Gottes Wort hören. And take a look at the second box, the one with the red lines. Lasst uns hier das zweite anschauen, das zweite Wort, das so rot umrandet ist. He lifts up his eyes and he sees 3 men approaching or standing near him. Er schaut auf und er sieht 3 Männer, die auf ihn zukommen oder die neben ihm stehen. And the question we have to ask is, why didn't Abraham see them beforehand? Und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, warum hat Abraham sie nicht schon vorher gesehen? Because if they are walking towards him, as one translation may give us, Weil, wie es in einer Übersetzung heißt, wenn sie auf ihn zukommen, why doesn't he see them until they are actually standing in front of him? warum sieht er sie erst, als sie wirklich vor ihm stehen? And if they're standing in front of him, how come it takes him so long to recognize them? Und wenn sie schon vor ihm standen, warum braucht es so lange, bis er sie erkennt? And the answer, no surprise, is the word shev. Und die Antwort, das ist jetzt keine Überraschung, ist das Wort Shev. To sit deeply, to be in a place of deep thinking and deep prayer. Weil er dort saß und war wirklich tief im Gebet versunken und tief in Gedanken. Our rabbis teach us that these 3 strangers, who of course we know are angels, were always in front of Abraham. Und unsere Rabbiner haben uns gelehrt, dass diese 3 Männer, später lesen wir, dass sie Engel waren, schon immer vor Abraham waren. That all Abraham needed to do was be in that space of quiet meditation, prayer and mindfulness in order for him to actually see them. Aber Abraham musste an diesem Ort sein, wo er tief im Gebet versunken war, wo er meditiert hat, ja, wo er einfach da tief in Gedanken war. And this is a fantastic lesson for us because I want to go through my day and I want to think that I can do as much as possible if I hurry. Und wir können daraus wunderbare Dinge lernen, weil ich denke so oft, ich hetze durch meinen Tag und so kann ich am meisten schaffen. How fast can I move from here to there? Wie schnell komme ich von A nach B? How many apps can I have open at one time on my iPhone? Wie viele Apps kann ich gleichzeitig auf meinem iPhone geöffnet haben? How many people can I communicate with at the same time? Mit wie vielen Menschen kann ich gleichzeitig kommunizieren? I found out the other day that the reason why podcasts are becoming so popular is so that people can multitask more. Ich habe neulich gehört, dass die Podcasts deswegen so berühmt sind, weil Menschen dann besser multitasken können. And yet the lesson here is if we really want to find out
where we're supposed to go, what our task is, then first we have to be in a place of sitting and quiet. Aber was wir hier lernen können, ist, um wirklich herauszufinden, wo unser Ort ist, wohin wir gehen sollen, müssen wir an diesem Ort sein, dieses tiefen Denkens. So I hope that this is a word that we can really take home with us. Also ich hoffe wirklich, dass es ein Wort ist, das wir mit nach Hause nehmen können. So let's look at this next slide in the couple minutes we have. Lass uns in den letzten Minuten noch dieses Slide anschauen. Everybody knows what this is, of course. Natürlich weiß jeder, was das ist. This is the third and the fourth letter of the Hebrew alphabet. Das ist der dritte und der vierte Buchstabe des hebräischen Alphabets. We read from right to left. Wir lesen von rechts nach links. So the third letter is going to be Gimel. Also der erste Buchstabe ist Gimel. Let's hear you say Gimel. Gimel. Sagt mal alle Gimel. So good. And the next letter following is going to be Dalet. Und danach kommt Dalet. 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 Beautiful. And they are the third and fourth letter. They run consecutively to each other. And our rabbis teach us they have a very special relationship. Also das ist der dritte und der vierte Buchstabe, die kommen direkt nacheinander und unsere Rabbis sagen uns, sie haben eine sehr besondere Beziehung. And we learn so much from the Hebrew letters. Und wir können so viel lernen von diesen hebräischen Buchstaben. Unlike any other alphabet, the Hebrew letters were given to us from God. They were brought down from heaven. Und nicht wie die anderen Buchstaben wurden diese Buchstaben uns von Gott gegeben, direkt vom Himmel. And the word Gimel, the third letter, means to give. Und Gimel, der dritte Buchstabe, bedeutet geben. In Hebrew it means gimilut, which means an act of kindness, an act of giving. Und im Hebräischen heißt es Gimelut, ein Akt, also sowas wie eine gute Tat. And Dalet means to receive. Und Dalet heißt empfangen. It means that I'm in need, I have a need, and I need to receive. Das bedeutet, ich habe ein Bedürfnis und ich muss etwas empfangen. Okay, so I want in the next minute that we have to actually see what this looks like in reality. You could do this either standing or sitting, it doesn't matter. Also lass uns das doch mal ausprobieren, wie das in der Realität aussieht. Man kann sitzen oder stehen, ist egal. Turn to your partner again. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn um. One of you is going to be a gimel. So either standing or sitting, I need you to act out a gimel. You are in stride. Also egal, ob du jetzt stehst oder sitzt, ich möchte, dass du diesen Buchstaben nachbaust. Okay, you want to give that a go? Everyone, Probiert one es of mal you is a aus. gimel. Einer von euch ist ein Gimel. You're literally running after the person. You're in stride. Your hands are Also ihr seid so ausgestreckt in a giving position. und eure Good, Hände sind very in einer good. gebenden Haltung. The other person is the Daled. Und die andere Person ist Dalet. You know, when we receive something, sometimes it's hard to face the giver. So you're facing away. Manchmal, wenn wir etwas empfangen, dann fällt es uns schwer, dem Gebenden ins Gesicht zu schauen, in die Augen zu schauen. Also wir drehen ihm den Rücken zu. Your head is forward. Also dein Kopf ist nach vorne. But Aber take a look at the back of the head of the Daled. His hand is extended back. Aber schaut euch mal den Kopf von Dalet an. Seine Hand ist zurück. Also er hält sie so zurück. He has a hand back in order to receive. Er hält seine Hand auf, um etwas zu empfangen. You see how that looks? Everyone take a look at the Gimel and the Dalet and see if you can follow the picture. Schaut mal, ob ihr diese Buchstaben nachbauen könnt. If the Dalet if the receiver did not have his hand back here, Wenn der Empfangende nicht seine Hand so nach hinten gestreckt hätte, what would that do to the Gimel? was würde das mit Gimel tun? It would mean that the Gimel would not be able to give. Das würde bedeuten, Gimel hätte nicht die Möglichkeit zu geben. It means that our concept of giving and receiving is completely switched around. Das bedeutet, dass unser Konzept von Geben und Empfangen andersrum ist. Das genaue Gegenteil. It means that the receiver is actually what? Giving to the giver, to the Gimel, allowing the giver to give. Das bedeutet, der Empfangende ist eigentlich der Geber, denn er gibt dem Gebenden die Möglichkeit zu geben. Does that make sense? Macht das Sinn? And therefore, we don't call charity in Hebrew. Deswegen nennen wir Wohltätigkeit nicht Wohltätigkeit im Hebräischen. We call it chesed Wir nennen es Chesed and tzedakah. und Tzedakah. Chesed means acts of kindness, Chesed heißt gute Taten
And tzedakah means justice. Und Tzedakah heißt Gerechtigkeit. Our concept of what has been called charity really means justice, making everybody equal. Und unser Prinzip, was wir einmal Wohltätigkeit genannt haben, heißt eigentlich Gerechtigkeit. Allen die gleichen Möglichkeiten geben. Because today you're the giver and you're the receiver. Weil heute bist du der Gebende und du die Empfangende. But tomorrow you may be the giver and she may be the receiver. Aber vielleicht morgen ist es genau andersrum. We don't know. Wir wissen es nicht. So we need to level the playing field. Also wir müssen jedem die gleiche Chance geben. And that's a very critical difference in our biblical roots regarding the idea of charity. Und das ist ein wichtiger Unterschied in unseren hebräischen Wurzeln, wenn wir uns das Prinzip der Wohltätigkeit anschauen. And that's why in Hebrew we have a prefix for the word beggar. Und deswegen haben wir im Hebräischen immer so eine Vorsilbe für das Wort Bettler. We call beggars holy beggars. Wir nennen sie heilige Bettler. Because a beggar is giving me the opportunity to give, allowing me to be a gimel. Weil der Bettler gibt mir die Möglichkeit zu geben, er erlaubt mir, ein Gimmel zu sein. These are powerful, powerful ideas. Diese Prinzipien sind sehr kraftvoll. And as an introduction to looking into our Hebrew roots, I welcome you to look even deeper. Und das war jetzt eine Einleitung in unsere hebräischen Wurzeln, aber ich lade dich dazu ein, da noch tiefer zu graben. In closing, I would like to offer 2 blessings. Und ich möchte jetzt schließen mit 2 Segen. The first is a blessing that we say when we see a wise scholar. Der erste Segen, den geben wir, wenn wir einen weisen Mann sehen, einen weisen Gelehrten. And so this is to my friend and brother Tobias. Also das ist für meinen Freund und Bruder Tobias. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shenatan bechachmoto lebasar vadam. Blessed are you, our Lord, our God, King of the universe. Gesegnet seist du, unser Herr, unser Gott, König des Universums. That you gave your wisdom to flesh and blood. Dass du deine Weisheit Fleisch und Blut gegeben hast. And the second blessing is to all of us, to everybody in this room. It is the blessing of Aaron the Kohen, Aaron the high priest. Und der zweite Segen ist für jeden von uns, das ist der aaronitische Segen. I'll say it in Hebrew, and then we'll do it in German. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Ye'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. Der Herr segne dich und behüte dich. May the Lord deal kindly and generously with you. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. May the Lord bestow his favor upon you and grant you peace. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. And we all say Amen. Und wir sagen alle Amen. Thank you. Shalom. Vielen Dank.